Ik grüße jullie in de naam des Herrn Jesus Christus. Mocht Gott seine Gnade in der besonderen Weise mit uns sein von der Samaris zum uns Verständnis geben, was er zu uns sein will, der ich sein wird. Der Herr hat mir Dinge gewesen in der letzten Zeit, was ich glaube, sehr, sehr wichtig sind, besonders für uns in dieser Zeit. Das hier sein in Bulletin, der Titel von meiner Botschaft von der Samaris ist Fluch oder Seajen. Das spielt so eine große Rolle in uns Leben, wo wir 14 Gott geworden sind. Aber ich hoffe, dass wir mehr geworden werden davon, wenn wir Gott sein Wort checken von der Samaris. In 5. Mose, Kapitel 11, Vers 28, sieht Gott sein Volk Israel, sie sollen mal horchen. Sagt er, exakt vergend von dir, eine Wohl. Na, wenn es kommt um eine Wohl, dann ist es wichtig, dass wir horchen, won't wir uns wählen wollen, ein oder das andere. Und weil es so ein wichtiges Ding ist, dass so eine große Rolle spielt in uns Leben, nicht bloß in uns Leben, aber in das Leben von unseren Kindern, unseren Großkindern, in unseren Urgroßkindern, ist es sehr wichtig, dass wir horchen tun, was er sagt. Er sagt, ich stelle für euch nur wohl, wählt ihr, was ihr wollen, als die Seajen oder Fluch wollen. Na, wir würden so denken, das ist aber ganz selbstverständlich. Wer würde sich einen Fluch wählen, wenn den Seajen wählen können? Das ist nicht ganz so einfach, als man sagt, weil ich will mich sehen. Das ist noch mehr mit verbunden, als man bloß dort. In 5. Mose Kapitel 30, Vers 19, der noch ein bisschen wieder uitbreiden. Dan sagt er, ik geef jullie van jou de wohl, of je leven oder dood willen. Of je leven oder dood haben willen. Of je den Segen oder den Fluch haben willen. En sagt er, en ik krijg Himmel en Erde von jou te zeugen, oder te zeugen zijn, doorwegen wilt nu leven, wat jullie en jullie nu komen, wat goed gaan. Hij zegt, ik krijg Himmel en Erde, dat er worden zeugen zijn, wat jullie wohl is. Wat immer jullie wohl is, daar worden vallen opkomen. Himmel en Erde worden er nog zijn, dat er worden vallen opkomen op de wohl, wat je merkt, als je leven oder dood willen, of je zegen oder Fluch willen doen. In Jeremia kapitel 21, Vers 8, sieht Gott zu seinem Prophet Jeremia, er soll den Menschen eine Botschaft geben. Er sollte das sein, sagt er, und dort die dort voll sein lässt, das ist, was der Herr sagt. Horcht einmal, ich will uns sagen, wohnen wir, je leben wollen, und ab wohnen wir, je sterben wollen. Das ist wohl, als mehr als bloß sein, ich will sehen oder ich will Fluch. Er sagt, ich will euch wiesen, dort ist ein Weg. Dort ist ein Weg von Leben. Du hast ein Weg, was Sehen bringt, und du hast ein Weg, was ein Fluch bringt. So, wenn wir wählen, dann, dort ist nicht so, als wenn wir den Weg fahren, und auf einmal ein Weg uitbiegen dat, en dan doen we bis einmal wegen, en dan zijn we aan die Weg ben, en dan fahren wir auf den Weg. Du hast mehr mit verbunden als dort. Dort ist ein Weg von Leben, dort spielt eine Rolle jeder Tag, in jeder Entscheidung, was wir merken tun. Das hat zu tun mit Sehen oder mit Fluch. Das ist, was Gott uns verstellen hat. Dort ist nicht bloß eine Wohl, was wir einmal merken tun, und dann hast du das gemerkt. Du hast mehr mit dort verbunden. Wir sind das ganz vom Anfang an, wenn Gott ihr geschaffen hat, kurz, stellt er den Menschen vor, Segen oder Fluch, Leben oder Tod. Als du noch keine sind, aber ihr wir, Gott hat alles gemerkt, dass wir alles sehr gut sehen. Stellt er du am Garten,
einen Baum haben, den Baum von Erkenntnis von Gaudet und Weisheit. Und dann seht ihr Adam einfach, von dem Baum soll je nicht eten. Der Baum, wenn je von der Frucht eten, dort wird ein Fluch bringen auf Jünd. Dort wird erst ein Weg, was zum Tod leidt, wenn je die Entscheidung merken, von der Frucht zu eten. Aber alle anderen Bäume, von denen kann je eten, und dann hast du da den Lebensbaum. Von denen kann je auch eten. Sie haben eine Wohl, wohnt, sie wählen wollen. Aus Leben oder Tod, aus Fluch oder Seajen. Wir wissen, was die Fallen werden. Sie wählten sich den Fluch. In die Fallen kämen du ab. Nee, sie sterben nicht fort den Tag. Jährlich, jo, ihr Verhältnis mit Gott wie getrennt. Aber physisch leben sie doch wieder über den Tod von Furz an zu arbeiten in ihr Leben. Furz wir durch Trouble in ihr Verhältnis einer mit den anderen. Adam beschuldigt seine Frau für was da passiert wird. Furz wird eine Trennung. Gott hat ihn aus den Garten gerührt. Nu hatten sie nicht mehr, dass der Allah so, als Gott das gegeben hat, nun würden sie gehen arbeiten für ihr Eten. Du wirst eine Trennung, du wirst ein Tod, was du nu arbeiten leid anehrt. Und sie werden alle, und mit der Zeit sie sterben. Dort wir die Folge von der Entscheidung, was sie merken, dass sie den Leben von Tod und von Fluch wählen, und es steht den Weg von Gehorsam und von Leben. Das Thema sei wie ganz durch Gott sein Wort. Gott gibt es selbst hier wohl zu vielen Menschen, dass wir lesen, wir haben für das mal nicht Zeit, nur ein Teil von der checken, aber wir werden ein paar. Wenn wir eben bei dem Neuen Testament kommen, sei wir das selbst hier. Als Jesus in Johannes Kapitel 3, Vers 38 reden wird, dann seht er, wer an den Seen läuft, hat das ewige Leben. Das ist die Seajen. Das ist der Lebensbaum. Und wer an den Seen nicht läuft, wird das Leben nicht sein, aber bleibt unter Gott sein Euer. Das ist der Fluch. So wir sind im Alten Testament, wir sind im Neuen Testament, wir sind ganz durch und durch Gott sein Wort. In Galater Kapitel 6, Vers 7 und 8, redet Paulus zu den Galater davon, die Galater, die hatten sich bekehrt von ihrer bösen Weg, sie hatten sich nur Gott gedreht, sie hatten Jesus Christus angenommen, die Gnade, was das Leben gibt, und nu, der wird falsche Lehrer, die werden angekommen, und hatten einfach eine Religion angebracht, hatten die gesagt, das kann ich nicht eten, das kann ich nicht eten, das kann ich nicht, das muss ich noch tun, das muss ich noch tun, ja muss ich noch tun, all diese Dinge, um Christen zu sein, wären die verletzt worden. Und Paulus schreibt im Brief nur und dat ihn sehr stark Warning geben, in den Abmuntern, und ihr seht in Galater 6, Vers 7, sagt tut nicht, lasst euch nicht verdrehen, sagt Gott lässt sich nicht spotten, was immer ein Mensch sagen wird, dort wird er auch ernten. Wenn die zu den Seen sagen, dann wird er auch den Seen ernten, dann wird er Leben ernten. Wenn die zu den Fleisch sagen, dann wird er von das Fleisch Verdammnis ernten, in der ewige Verdammnis. So das ist was Gott ihnen feststellen will. Gott lässt sich nicht spotten, was immer ein Mensch sagt, wird er auch ernten. Den Sehen oder den Fluch. Sagt er, wer durch sät, sein Fleisch zu gefallen, wird von das Fleisch verdorben ernten. Das ist der Fluch. Wer aber sät, zu den Jäst zu gefallen, wird von den Jäst ewig Leben ernten. Das ist der Seajen. So wir sehen das ganz durch Gott sein Wort. In 4. Mose, Kapitel 28, stellt Gott Israel vor, diese Wohl, und dann weiß er, du wir mehr mit verbunden als bloß eine Entscheidung merken. Wenn ihr wollt, handrehen, in 5. Mose, Kapitel 28,
Ich fange an zu lesen von Vers 2. Wir wollen die Natural Version lesen. Weil wir sehen, was Gott sagt, was wird Leben in Seajen bringen oder was wird Fluch in Tod bringen. Dort stellt er ungefähr, sodass sie sich dort klar wählen können. 5. Mose 28, Vers 2, sagt er, wenn je den Herrn, den Gott gehorchen wollen, dann wollen all diese Segnungen ab jün kommen. Der Herr wird jene Stadt in jün Fleck segnen. Das ist, wo sie wohnen. Das wie ihre Haus steht. Ihr Haus in ihr Hauskeller. Ihr Fleck in ihr Haus, sagt er, ihre Stadt. Dort wo ich segnen. Und die wollen meine Wege nur folgen. Sagt er, der Herr wird jene Familie mit viel Kindern segnen. Von der leben wir in einer Zeit, wo Kinder alle sein wollen aus dem Fluch und nicht ein Segen. Das sind Lehnes von den Teufel. Die kommen nicht von Gott. Gott sagt, ich will eine Familie segnen mit viel Kindern. Das ist ein Segen Gottes. Das sind die Verhältnisse. Das sind die Dinge, was das Wichtigste sind, wenn jemand ein Leben kommen. All die anderen Dinge, die täglichen Dinge, die wollen zu verkeiten gehen oder zu stehlen gehen oder was immer es ist. Die sind da nicht mehr wichtig. Einzig, was danach wichtig ist, sind die Verhältnisse rumgehen. Dort ist die Area, sagt Gott, du wirst ihn segnen. Und sagt er, in jene Flecke mit gouden Arnden, in jene Fei mit vielen Jungen. Dit ist jün Habengout. Sagt er, ich will jün Habengout segnen. Vers 4 sagt er, der Herr wird jün Specker in jün Verrot in der Kirche segnen. Das ist Gout von Leben. Dit ist uns Verrot. Er sagt, ich will jün Verrot segnen. Der Herr wird jün segnen, wenn die wachgehen und wenn die in Haus kommen. Ob die Reisen, ob das für ihr Schaft ist, oder was immer die Reisen sind, das heißt, ich will auf die Reisen sehen. Wenn die gehen und wenn die kommen. Der Herr wird jene Fiend, die jeden kommen, zu schon merken, die wollen in eine Richtung jeden kommen, in 7 Richtungen von jenen Pflichten. Gott sagt, ich will jenen segnen, in denen ich ihn beschützen will. Er ist unsere Beschützung. Der Herr wird jenen in jene Stalling segnen, und in alles, was jenen übernehmen. Das ist uns Geschäft, uns Business. Sagt du an, was er segnen. Er wird jenen in das Land, wo der Herr jenen Gott gegeben hat, segnen. Das ist das Land, in dem wir wohnen. Wenn die Gerechte, sagt er, entsprechend, wenn die Gerechte regieren, dann sind die Menschen froh, dann sind die glücklich, dann geht das gut mit das Land. Der Herr wird sich sein gewerdet Volk merken, und als er versprochen hat, wann jede Geboten von den Herrn jenen Gott holen wollen, und nur seine Vorschriften handeln wollen. Dann wollen alle Völker bei ihr seinen, dort je Gott den Herrn sein Namen trauen. Das ist ein Zeugnis. Sagt er, die wollen das sein, dass die den Herrn sein Namen trauen. Nicht bloß, oh, hier ist noch eine Religion. Oh, das ist eine Religion, die haftet so und so. Nee, sagt er, wollen das sein, dass die den Herrn Gott sein Namen trauen. Alle Völker wollen das sein, das ist ein Zeugnis. Also ich will ein Zeugnis sehen. Und sagt er, und sie wollen sich fürchten. Das meint, die wollen ihn respekten. Wir wollen ihn sehen mit Respekt. Der Herr wird ihn ein gutes Wiederkommen geben, mit viel Kindern, viel Vieh und gute Arten, und das Land, wo der Herr ihn Vaters mit ein Eid versprochen hat, ihn zu geben. Der Herr wird
seinen großen Verrot am Himmel aufmerken und zu der rechten Zeit Regen geben und die Arbeit sehnen, die je jünt übernehmen oder vernehmen. Das ist unsere Arbeit. Er sagt, ich wird uns an unsere Arbeit sehnen. Unsere Arbeit wird nicht vergebens sein. Und die wollen noch vielfältiger uitlehen und von keine borgen. Er sagt, ich will jünt sehnen mit jünt haben Gott, dass die wollen mehr haben, als was jünt es fehlt, dass die wollen noch so viel haben, dass die andere können uithelpen damit. Dit is de zijn wat God versprook, zijn Kinder, de zijn Wege worden nu volgen, de zijn Verschriften worden handelen. Dit is de zijn wat God in verstellen, hij zegt, de wereld doet dit. Maar de beding is, wanneer je voor mijn Wege nu volgen. Wanneer je voor mij handgeven. En dat is ons invloed. Hij zegt, je wordt meer gaan als je dat veelt, je wordt een ander kan geven. Wanneer je ander kan geven, dan heb je een grote invloed. Wanneer je een andere geld geeft, te wat doen, dan hast je de controle over te wat dat geld gaat. Wanneer een businessman komt en zegt, ik wil gleich wat geld voor die te lenen, ik wil een abortionkliniek bouwen. Dan hast du de controle over dat geld niet te geven, dat dat niet passeren kan. Wanneer somebody komt en wel God zijn arbeid doen, dan hast du de gelegenheid door te geven, dat te ondersteunen, dat God zijn arbeid kan wiedergaan. Dat is ons invloed. Hij zegt, ik wil je een invloed zien. En al deze areas, in ieder area van ons leven, zeg je wat je kunt zien, wanneer je mijn weg nu volgen. Dit zijn de eerste 14 vers uit 5. Mose 28. Wanneer je van 15 aanvangt te lezen, wat ganz in één kapitel, en dat zijn about 3-maal zoveel vers, door zegt hij, wat van Fluch door wat komen, op junt, wanneer je niet worden, mijn weg nu volgen. Wanneer je wordt den weg van dood en van Fluch willen, zegt hij, dit zijn de volgen, wat dan worden, op junt opkomen. Weet je, verken wil wie ons den weg van Fluch, den weg van dood. Dat meint niet dat nu in alle areas in ons leven, dat nu zo staat gaan net. Vielleicht best in eine area, vielleicht in 2 areas. Je kennen alle Menschen, die vielleicht gläubig sind an Christus und vielleicht wachsen dann an ihr Glauben, aber es ist vielleicht eine area in ihr Leben, was sie sein, wo Gott sie sehen, nicht abrühren wird. Wo die nicht leid mit haben, wo das nicht gut gehen wird. Und die Ursache ist dafür, dass entweder sie oder ihre Vorväter oder somebody hat wohlgemerkt, den Weg von Tod und von Fluch. Von uns einen Verstand und nicht Gott sie die Weisheit nur zu folgen. Hier ist der nächste Vers, wir fangen an von Vers 15 in 5. Mose 28. Wir sehen, was Gott sagt. Sagt, wenn je aber nicht gehorsam worden sind, in den Herrn, jün Gott, seine Geboten nicht korrekt holen wollen, die ich jün von der gebe, dann wollen all das Schoden ab jün kommen, in jün durchschlagen. Da wird ein Fluch ab jün Stadt und ab jün Fleck sein. Da wird ein Fluch ab jün Speckers und jün Verrot an der Kirche sein. Da wird ein Fluch ab jün Kinder und ab wat jün Land draagt sein. En ook op jene, man jene Fei en jene Schub. Er wordt een Fluch op jene zijn, wanneer je weggaan en wanneer je in huis komt. Wanneer je slechte doen en niet den Herrn gehorchen worden, dan wordt een Fluch op jene komen, dat je niet weten, woran und was die sind.
En worden ganz verdrisselijk worden. En alles wat je verhaan. Hij wordt plötzlich schoden op jun schatten. En dat alles verdorven wordt, dan in je omkomen. De Herr wordt krankheden mangt je brengen, wat je ganz uitstorven van dat land, want je gewoon aan te nemen. De Herr wordt je met wankende krankheden, met schwals en met fiberplauwen. Hij wordt je met heitet en met dreigend water en met sterke wind slaan, zodat je grote schoden lijden. En hij wordt de kinderen of de vlekken bevallen laten, dat alles verdorven wordt en in je omkomen. Dit zijn de volgen, want zij willen andere Götter aan te beten, niet God nu te volgen, niet God zijn weg te willen, op ihre ene weg gaan, sagt er, dan worden al deze volgen op je komen. Vielleicht hebben we op vele wegen den weg van leven en zijn gewählt. Maar vielleicht sind er nog gewisse wegen in ons leven, wo wir noch nicht haben, Gott sein Weg gewählt, weil uns Weg ziemlich sich besser zu sein zu uns, als Gott sein Weg. Sprich, sagt, du hast einen Weg, der ziemlich reich zu sein zu einem Mensch, aber das ein davon ist der Tod, so das ist der Fluch. Und vielleicht auch wie in gewissen Areas noch die Folgen von dem Fluch erfahren in uns Leben. Wo kommt ein Fluch auf uns? Sprüche 26, Vers 2 sagt, so als ein flatternder Sporling oder ein flehender Schwalmen, so sagt sich ein unverdienter Fluch nicht. Sagt er, ein Fluch, was nicht verdient ist, wird nicht auf uns kommen. Ein Fluch, was nicht, der ist aufgemerkt worden, dass er kann ankommen, hat nicht die Gelegenheit, auf uns zu kommen. Aber wann der aufgemerkt, wann die Gelegenheit gegeben, dann wird er kommen. In Epheser 4, 27 sagt er, jaft den bösen Feind keine Gelegenheit. Auf Englisch sagt er, jaft den keinen Ruhm. Jaft den keinen Platz. Jaft den Feind keine Gelegenheit. Wo wenig. Wie Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 10, der kann bloß zu vernichten, zu verdorben und umzubringen. Nur wenn er sagt, dass wir keine Gelegenheit geben, wir sollen keine Öffne der geben, dass er kann seinen Fluch bringen. Wie sein was passiert, als der Adam und Eva, was durchkriegt, dass er sich am übergeben leiden, dass er den Fluch wählen leiden, dass er Tod wählen leiden und steht Leben, dass er den Baum von der Erkenntnis von Gott und Weisheit wählen leiden und steht den Baum von Leben. Er kriegt so, der das von der und da noch, nur noch als wir uns wählen, nur noch passiert dort zu uns. Wo merkt wir der up? Für den Fluch, für den Tod an uns zu arbeiten. Das sind mehrere Dinge, ich will lese 11 Dinge, die aufmerksam anmerken, es sind noch viel mehr, aber im Tidshalben, dit sind die besondere Wege, wo wir den Feind Gelegenheit geben, den Fluch zu bringen in uns Leben und auf uns Leben. Der erste ist, wenn wir von Gott wegdrehen, eine falsche Götter. Na, wir sagen vielleicht, wir haben noch nervös nicht einen falschen Gott angebetet. Wir haben noch nervös nicht einen falschen Gott gedreht. Haben wir nicht? Wir haben es vielleicht nicht auf die Knien geschmeten und haben nur in oft Gott angebetet mit einem anderen Namen. Aber wo wir Gott zu sehen stellen, oder wo wir uns einen anderen Gott wählen.
Eins, wenn wir mit unserer Zukunft bekümmert sind, besorgt sind, und dann steht, dass wir nur Gott gehen für unsere Zukunft, dass wir nur ein Wahrsager gehen für unsere Zukunft. Dann merkt wir, der ob in seinem Soton, bring den Tod, bring den Fluch in mein Leben nennen. Ich hier just på Weg 3 von einem Mann, der sagt, wie er hat einen Fluch in seinem Leben, er wisst das. Und er hat einen Hexendoktor gefahren, omdat er soll den Fluch raufnehmen von seinem Leben. Das ist ein falscher Gott. Das heute könnte sein, vorher, was passieren wird, das wird viel euer werden mit seinem Leben, als es vorher gewesen wie in das Krieg, was er tut. Wenn wir nur Wahrsager oder nur Hexendoktors oder even Horoskops lesen und sein, was ist meine Zukunft? Was von der Entscheidung soll ich merken? Was sei, in den Newspaper habe ich jeden Tag, alle Wege sind rum. Wie meist jeder Stur, verkeiten sie da. Kostet du lesen, kostet ein Teken von dem Monat, wo du geboren bist. Dann kostet du checken sein, was sagt das für mein Leben? Was von der Entscheidung soll ich merken? Was wird da passieren? Dort ist Aufgärterei. Dort ist nur einen anderen Gott drehen für unsere Zukunft. Und Gott sagt, wenn ihr dort wollen, dann merkt ihr den Weich auf für den Tod und für den Fluch. Der zweite Ding, was wir das tun, den Weich aufmerken, dass unsere Eltern nicht irren. Gott sagt, wir sollen unsere Eltern irren, sondern das wird gut gehen mit uns. Das sagt, das ist ein Segen versprechen, ob die was ihre Eltern irren wollen. Na, das meint nicht immer, dass wir unsere Eltern in alle Wege tun kriegen, was sie sagen. Besonders, und ich würde sagen, die einzige Area ist, wenn unsere Eltern nicht Jesus nur folgen und so leben, dass wir ihr Vorbild nur gehen, dann sollen wir uns Leben wählen, Gott zu gehorchen und Gott seine Schrift nur zu gehen. Aber unsere Eltern irren als Eltern, wenn wir dort nicht tun, dann sagt Gott, dann merkt ihr den Weg auf, für einen Fluch in ihr Leben anzukommen. Der dritte Weg, wo wir können, der aufmerken für den Fied, den Fluch in uns Leben anzubringen, dort ist mit uns sexual Leben, amoralische Leben, umzugehen mit Dingen, was Gott verboten hat. Wenn wir damit umgehen, dann, so als Gott klar an sein Wort versprochen hat, sondern was der Verhältnis haben mit Gliedern von ihrer eigenen Familie. Vielleicht Vater mit ihrer Tochter oder so Dinge aus dort. In ihrer Familie, so was Gott verboten hat. Dort bringt ein Fluch, dort so eine offene der in Fluch zu bringen, auf die Person in der Familie. Oder mit Homosexualität, oder mit Tieren, oder all so weise Dinge, was Gott in seinem Wort klar hat geschrieben, was er hassen, der sagt, wenn wir uns mit so eine Dinge aufgeben, dann bringen wir einen Fluch in unser Leben hinein. Oder auf andere Wege, amoralisch verkehrt zu leben, so es Gott nicht gefällt. Dort bringt ein Fluch auf uns Leben. Das vierte Weg ist, wenn wir unaufrichtig handeln dann mit den Schwachen. Wenn wir mit denen, die nicht Futter haben, mit denen, die nicht Eltern haben, mit Witwen und mit den Armen, unrecht handeln dann sagt Gott, dann wird ein Fluch loten auf ihn kommen. Manche geschafft, als ungegangen, will sie haben Witwen oder Wesen unrecht behandelt, haben die mehr aufgeschnallt, als sie hatten sollt, oder unrecht behandelt. Gott zittert und er sagt, ich streite für dich, und ich will den sehr in Weg nehmen, und ich will der aufmerken, oder du der aufmerken, dass ein Fluch dann kann in dein Leben kommen.
De vijfde weg wo het Fluch in ons leven inkomen, als wanneer die uitgesproken wordt über uns. Wir sagen vielleicht, wir, die holen nicht viel an, die sind nicht sehr viel kraftvoll. Paulus sagt zu Timotheus, Dood en Leben sind in der Zunge. Die wird, was wir reden, die sind dood oder Leben. Viele von uns haben einen Fluch gekregen von unseren Eltern und wir haben das nicht mal anerkannt. Ich will die nicht haben, dass die sollen die Eltern beschuldigen oder nicht, aber wir wollen das anerkennen, wenn das passiert ist. Wenn die Vater oder die Mutter sagt, zu dir gesagt hat, du Dummkopf, mit die dacht das überhaupt nicht. Die kannst du nicht eindenkerecht tun. Dort ist ein Fluch, dort ist nicht ein Segen. Wenn die Vater oder die Mutter zu dir gesagt hat, du wirst never nicht successful sein. Du wirst never erfolgreich sein. Dort ist ein Fluch. Und dort merkt der op für den Feind dort zu erfüllen in dein Leben. Wenn dein Boss die flucht, du hast Kraft in der Welt. Some von uns sind geflucht worden von Kirchenlehrer. Die haben zu uns gesagt, wenn die unsere Regeln nicht wollen aufhalten, wir wollen nicht den Himmel verschlüten, die wollen verloren gehen. Dort ist ein Fluch, dort ist nicht ein Segen. Jesus sagt, die sollen segnen, aber nicht fluchen. Und some von uns haben den Fluch mitgebracht mit uns bei diesem Tag. Und die können nur nicht kommen, die können nicht wirklich sichern in ihrem Leben, die können nicht wirklich froh sein in Christus, because die wird von dem Fluch, die arbeiten in uns. Das ist ein Kraftfall. Du hast einen Fluch, der kann kommen, der ist Gott seine deiner. Gott wird auch fluchen. Ganz am Anfang, als ich schon sehen, im Garten Eden, als Adam und Eva gesündigt hatten, Gott gab einen Fluch ab Erd, ab Adam, ab Eva. Adam sagte, sollst du was machen, das Leben für dein verschaffen, das ist ein Fluch. Der Adam sagte, oder der Eva sagte, sollst du was Kinder zur Welt bringen, mit all den Weiden und alles, das ist ein Fluch. Und viele andere Dinge kamen du ab. Die Erde wird geflucht. Door wegen, der wie nüchtig zu tun, dass das ankrut was nicht, dass das versalzt, wie man immer jeden schaffen. Das ist ein Fluch. Aber zum gute Arm bringen, was wir sehr schaffen, das ist was da und nicht. Wir haben mehrere Beispiele in Gott sein Wort. Wir müssen ein paar erwähnen, von wo Gott sein Deiner in Fluch aussprechen leid. Erstlich in Jesua, als Israel die Stadt Jericho annehmen leid, und Gott die Weng durchschmieden leid, in der an ihre Hängen angeben, dann seht Jesua, je flucht als die, wer diese Stadt war abbühen wird. Ab mit den ersten Sehen sein Leben, wird er das Fundament leihen von der Stadt. Und mit den ältesten Sehen sein Leben, wird er die Deren absagen. Joran Lothar, les wieder wie ein Mann, der die Stadt abbühen. Als er das Fundament leihen von der Stadt, starb sein erster Sehen. Als er die Deren abstahlen leid, starb sein zweiter Sehen. Du wir ein Fluch, was du gegeben wir worden. Als soll wir dort gemerkt worden, der König von Israel, dann der David ein Fluch aussprechen, auf den Berg Gilboa, wo soll wir dort gemerkt worden.
Hij sprak een Fluch uit op den Berg. Die kosten in Israël voor een verdeel. En wie voeren er voorbij, gleich lang terug. Alle wegen in Israël worden bijna geplant. Alle wegen wordt dat het reine smaak, die Berg, der is kool, du wirst nicht boven. De Israelitische regering heeft al zeer geproefd op veel wegen den Berg proeven met Bäumen te bezaten en die wussten nicht. Woher? Wils David, wo 3000 Jahre terug, sprak een Fluch uit op den Berg. Über den Berg, en te dessen dag, de Fluch, erst durch. Elisa sprak een Fluch uit über zijn Diener, Gehazi, wat Naaman heronderen deed, en wat geld nam en kleider nam van aan, wils Elisa den geheilt had. En als hij terugkwam, dan zei hij, de Fluch van Naaman zijn Assatz, wat op die en die nu komen zijn, en er wordt niet een man en die nu komen zijn, wat half zijn leven wordt uitleven. Dat wordt die stam wordt te aankomen. Dat wie een Fluch, wat er uitgesproken wordt. Jezus sprak een Fluch uit over een vijgenboom. En die verdreht plötzlich. Fluch ist kraftvoll. Fluch ist ab Irms, dort ist nicht mal bloß ladje wird. En Fluch kann kommen, wat sich al sehen, wat uitgesproken wordt, vielleicht von Vater über seine Kinder. Oder ein Mann über seine Frau. Als Jakob weggerannt deed van Laban, zijn schwiegervader, met zijn twee vrouwen, weer al een weg. En dan kwam Laban aan hing aan en catcht op met hem en zei, wat is u? Weggerannt zo stit. Mijn niet mogen laten, dat zijn te mijn dochter, en bloos weggerannt zo stit. En, du hast mijn afjatter gestohlen. Zegt Jakob, hier ist die Ursache, wo wenn ich weggerannt bin, ich hatte Angst für die. Ich hatte Angst, dass ich meine Frühe wegnehmen. Und so wie es die Aufjatter anbelangt sind, sagt er, wer immer die Aufjatter hat, der soll nicht leben. Hij wist dat gleich. Dat die Früh, wat het dalste leven deed, Rachel. Rebecca. Nee, wie Rachel. Sagt er, die hadden de Aufjatter gestohlen. Sie haben verstärkt, die fanden ihn nicht. Aber Jakob hat einen Fluch ausgesprochen über seine Frau. Er sagt, wie immer der Jäger hat, wie immer der gefangen worden, soll nicht leben. Kort Ängste wieder, sagt er, will sie doch auf dem Weg werden. Jetzt sei Geburt zu ihren letzten sehen, und als sie Geburt geben, die starb sei. Der soll nicht leben, wie der Aufjatter hat. Ein Fluch, in der Wort, erfällt. Das sind auch ein Fluch, was ein Mensch sich selbst übernimmt oder ausspricht über sich selbst. So als Shimei, wat David een dag fluchen deed, als David wegvliegen deed van zijn zoon Absalom, stond hij door en vliegt over David. David zijn deiner wohl gaan en den dood merken en zei, no, David zegt, doe niet. Laat ihn vliegen. Vielleicht hat Gott ihn geschickt. En wanneer niet, Gott wird sich damit weiten. Lothar, als David geschweigt wird, dann sagt Salomon, raubt hij Shimei, sagt du hast nicht gut gehandelt. Ich will die leben lassen, aber du wirst mal in dieser Stadt bleiben. Du wirst in ihr Hausarrest sein. In dieser Stadt wirst du bleiben. Den Tag, wo du über den Riefer übergehst, über den Kidron Riefer, wirst du sterben. Ein paar Jahre später rannen seine Sklaven weg.
Dan wordt Shimei gezegd, die geloven is aan daar en Jan Darp. Dan pakt hij zich op en voert aan en holt zich die tree. Den dag wordt David dat gezegd, dat Shimei is uit Jeruzalem uitgegaan, is daar gaan gegaan. Hij roopt zich den aan en maakt den dood denzelfde dag. Shimei deed zichzelf in Fluch opbrengen en David zei, dien bloed wordt op dien ene kop zijn. Wilst du hast die dit gewild? We kunnen Fluch op ons leven opbrengen, wanneer we ons den dood wensen doen en wanneer we dat zijn doen met ons muil. Wanneer du mal gezegd hast, ik wil mezelf tot leven nemen, dan hast du dir der opgemerkt für so tun, en Fluch op die op te brengen. En wenn du nicht weißt, was wir tun, dann wirst du so tun, dan wordt zo tun de Ebermacht kriegen in die leven dort herfallen. Dort ist eine große Gefahr, nicht zu stoppen, wenn wir so sein. Wenn wir uns selbst fluchen tun. Die Juden brachten den Fluch auf sich selbst, als Jesus verurteilt wurde, und als Pilatus am loslaten will, dann schreien sie, sie sollen den Weg mit denen, sollen den Krieg ziehen, lot den sie ihm bloß auf uns und auf unsere Kinder kommen, sagen sie. Kurz nachdem, was das passiert, kam die babylonische Armee und merkten viele von ihren Nachkommen tot. Und die über die ganze Welt verspreiten. Der Tempel wird vernichtet, die Stadt wird vernichtet, Israel wird über die ganze Welt verspreid. Die Fluch kam op eind en ihre Kinder wil zij ihre Rada, ihre Erlösung wegschieben leiden. Sie wurden selbst. Und dort ist auf die gekommen. Und dort hat für 2000 Jahre Fluch in Dood gebracht auf die Juden. Und dann sind so ein Fluch, wo der kämpft, wo der ausgesprochen wird von Sotoside deiner. So ist Hexendoktor oder Wahrsager oder verschiedene andere. Als Israel bei der Grenze gekommen wir von das Land Kanaan, dann sagt der König Balak, dass die Israeliten, die waren so viel, wir so eine große Armee, und er hat gehört, was er getan hat, und er wusste ganz genau, er konnte nicht gehen, und so er schickt seine Diener nach Balaam. Sagt er, ich will die annehmen, ich will die Geld betalen, und komm und da einen Fluch über die, dann will ich gehen, die kennen. Sie haben anerkannt die Kraft von einem Fluch. Balaam, den Fall des Priesters sehr. Er würde Gott haben retiren können, wenn er das deed, bis eine Arbeit, dann hat er können retiren und dachte so, da, jetzt würde ich aber so fein schaffen. Und so, er sagt, er würde Gott mit den Frauen. Und Gott sagt, du deid nicht pflegen, was ich gesehen habe. Sie, Gott anerkannt, dass du erst eine Kraft, eine Flucht, du sagst, du deid nicht pflegen, was ich gesehen habe. Und Balaam probt aber. Ein Weg oder der andere Weg, in Flucht zu bringen, ab dich. So, das ist möglich. Du hast eine große Kraft und eine Flucht, du hast eine große Kraft und Sehen, die wird von uns Mühl, die haben Kraft. Der nächste Weg, wo wir können, der aufmerken, Fluch in uns Leben hinzubringen, ist, wenn wir Menschen loten über uns beten, was du auch eine Gäste haben. Was du so uns deine sind. Und nicht wirklich Gottes deine sind. Was du nicht abrechtig sind für Gott. Dann ist es möglich, dass so tun kann, in Eingang kann in uns Leben. Und wir haben mehrere Zeugnisse gehört, wo das passieren wird. Das ist wirklich. Und der tiende Weg ist, wenn wir in Bundmärkten tun, mit falschen
Propheten. Wenn wir in einen Bund gehen, dann, so als viele dann, wenn die in eine Gang sich anschließen, dann sie einen Bund merken mit dir. Oder wenn sie eine Organisation angehen, dann, so als Freemasonry oder Shriners oder so eine Covenants merken, dann mit so einer Stadt. Dort ist auch ein Weg, wo wir Leuten so einen Eingang kriegen in uns Leben. In der Elfte Weg ist, dass wir dort Orven tun von unseren Eltern, von unseren Großeltern oder eben von unseren Urgroßeltern. Nou, wenn es hier abhören geht, dann wird es sehr, sehr schlimm bestimmt sein. Dann können wir von hier gehen und sagen, das ist kein Rot. Das ist sehr, sehr schlimm bestellt für mich, because mein Vater oder mein Großvater oder was immer, der ist nun Wahrsager gegangen, oder der ist beim Hexendoktor gewesen, oder der hat sehr amoralisch gelebt, oder vielleicht hast du, oder wie immer, vielleicht hast du ein Bund gemerkt mit dem Feind, oder was immer das ist. Was tun wir nu damit? Wo können wir frei werden? Wir haben gute Rot, wir haben klare Zeugnisse in Gott sein Wort, wo wir können frei werden. In Nehemiah Kapitel 1, das ist ein sehr gutes Zeugnis. Ich habe nicht Zeit, das ganz zu lesen, aber ich würde gut ansparen, dort zu lesen. Nehemiah, wie ein junger Mann, haben wir gefangen, haben wir gebunden, haben wir ein Sklave in Babylon. Er hat keine Kontrolle über, er sagt dort an, haben wir einen Fluch. Er anerkannt an sein Gebet, als er beten leid, sagt Gott, du siehst, wenn wir nicht würden dienen, wäre nur fallen, dann würde das ab uns kommen, was nun passiert ist, und hier sind ich. Dann sagt er, ich und meine Vater, wir haben gesündigt und haben sehr unaufrichtig gehandelt für die und haben sehr schlecht getan, haben nicht die Geboten geholt, haben nicht nur die Richtungen gehandelt und nun ist all das ab uns gekommen. Voortstand, als hij dat anerkannt deed, als hij dat bekend deed zu Gott, braucht Gott den Fluch und bracht in sein Leben nehmen, sodass er ein Instrument sein und dort war abzubauen, was er durchgebracht wir durch den Fluch. Und das hat Gott in mein Leben tun will. So Nummer 1, wie man das einmal anerkennen, was da passiert ist. Na, das meine ich, dass wir wenn das something, was wir Matthew Arven haben, dass wir unsere Eltern verdammen oder was immer, das hat nichts damit zu tun. Bloß das anerkennen, was da passiert ist. Das müssen wir immer anerkennen. Und wie man auch selbst uns damit anteilen, das ist Nehemiah deut. Ich und meine Vater, wir haben gesündigt. Das wird Daniel deut, als Daniel beten deut. Zweitens, dann müssen wir Buße tun der Eber. Wie man das bekannt ist, das Sinn, und Gott wird uns was vergeben von den Sinn. Dann drittens, wir müssen dort oft sein, was immer dort ist in uns Leben, als die persönlich haben dort Medaille genommen, wir müssen dort oft sein. Davon wegdrehen und oft sein. Renounce it. Und viertens, wir müssen so tun, war stehen mit Gott sein Wort, Christus Jesus steht, als so tun, keinem an Beschuldigung oder an Probe zu verlocken. Wir müssen mit Gott sein Wort, den war stehen. Fünftens, wir müssen glauben an Jesus Christus bekennen mit uns Müll. Wir müssen Jesus Christus anerkennen und bekennen als Herr. Er ist der, was er alle Macht hat. Sechstens, wir müssen uns Hand geben, zu gehorsam seine Wege von hier an. Uns ganz am Hand geben. 7, wir müssen unsere Sünden bekennen in die Sünden von unseren Vorvätern. Die müssen wir bekennen und anerkennen. 8, wir müssen vergeben. All die, was uns gesündigt haben, oder vielleicht die, was haben den Fluch ab uns gebracht, oder durch wem der Fluch ist ab uns gekommen, wir müssen die vergeben. Weil wenn wir nicht vergeben, dann können wir auch nicht Vergebung kriegen. So wir müssen vergeben. Ganz, allem. Und dann Nummer 9, all die Dinge aufsehen, wo wir einen Kontakt gehabt mit falscher Aufgatterie. Ob das durch Horoskops ist, oder durch Fortune Tellers, oder was immer wir haben Kontakt gehabt, oder vielleicht haben wir ein Haus was angebracht, vielleicht ein Bild oder ein Symbol von einem Off-Gott, von einem falschen Gott.
dat met verhandeld worden, dat met richtig weggedoen, met afgezegd. En dan nummer 10. Jezus Christus aanroepen, dat hij wordt den Fluch breken van ons nemen en ons zijn Seajen geven. Weet je, hij wordt een Fluch voor ons, zodat wij kunnen de gerechtigheid in Christus krijgen. Dat is de antwoord. Mag God dit woord zijn te doen. Wanneer je persoonlijk vrouwen hebben, er wordt een hulp leggen in een van deze areas, wanneer je zijn dat du een Fluch is, vielleicht in je familie, en je persoonlijk leven, also wieder je bezorgd is aan en je wordt een hulp hebben daarmee. Het wordt hier nog meer wezen. Dus nog veel meer bij ons tijd houden, voor het van jou hier afsluiten. Mag God zijn woord zijn te doen. Laten we toch beten. Herr Jezus, we danken die. We prijzen en loven die. Du bist de God van leven en van zijn. Du bist gekomen om dat leven te geven en dat volle leven te geven. We danken die, Herr, dat du bist een Fluch geworden voor ons. Wils dat woord zegt dat jeder einer, der wat om Halt hängt oder om Baum hängt, ist verflucht. Du warst verflucht, zodat wir können die Gerechtigkeit, Gott die Gerechtigkeit kriegen, durch Jesus Christus. Dankeschön für was du hast, reingemerkt, für die Kraft, die du hast in dein Blut, all die Fluche te breken en weg te doen en Seajen te geven, dat volle leven te geven. Mocht ons helpen, o Herr, dat we kunnen dat werkelijk ervaren, zodat we kunnen in Seajen loten, hingen loten, te onze kinderen, onze grootkinderen, onze grootskinderen, zoveel als die nog groten was. En ook die ram ons, van der we kunnen in Seajen zijn en niet zo'n gelegenheid geven, zijn Fluch uit op ons te brengen of aan ons uit te arbeiden. Maar God, dat dien rijk wordt gebuurd worden in die noemen verherrlicht worden. Dat bidden we in Jezus' noemen. Amen.